Hallo, ihr geschätzten Freunde der Kreativität. Ich begrüße euch zu einem weiteren Kreativ-Espresso hier auf Ulrike Hirsch TV. Heute möchte ich wieder einmal ein kreatives Projekt mit euch teilen, und zwar ein Mischtechnik-Projekt in 4 Etappen. Es ist ein Projekt, an dem ich selber auch gerade noch arbeite, und ich habe damit vor etwa 4 Jahren begonnen und seitdem setze ich mich immer mal wieder dran. Es ist in meinem Fall auch etwas großformatiger, ihr müsst das natürlich nicht so groß nachmachen. Es ist bei weitem noch nicht fertig, es ist ein Mittendrin-Zustand und ich werde euch einfach Schritt für Schritt zeigen, wie es funktioniert. Für die erste Etappe des Projektes braucht ihr ein Blatt Papier. Hier empfehle ich euch ein relativ glattes Papier, Zeichenkarton vielleicht und mindestens in der Stärke 190 oder 170. Schließlich habt ihr ja noch ein ganzes Stück Weg gemeinsam mit diesem Blatt vor. Da sollte es nicht zu dünn sein, damit es auch eine Weile hält. Dann braucht ihr ein Glas Wasser, eine Pipette und schwarze Zeichentusche. Ihr beginnt damit, dass ihr auf das Blatt 3 Kleckse macht. Ja, 3 sind wirklich ausreichend. Und anschließend könnt ihr die Pipette in dem Wasserglas reinigen. Na, ihr seht, die ist jetzt mäßig sauber. Als nächstes bringt ihr einfach noch etwas Wasser auf das Blatt auf. Es muss nicht viel sein, einfach ein paar Spritzer. Und jetzt beginnt ihr, das Blatt Papier zu bewegen, ja, sodass diese Linien entstehen, die ihr auch auf meinem Blatt Papier gesehen habt. Ihr könnt darauf achten, dass die Tusche nicht das Blatt verlässt, ja, also nicht runtertropft. Ihr könnt aber auch einfach eine herrlich kreative Sauerei auf eurem Arbeitsplatz veranstalten. Wichtig ist, dass ihr ein paar abgetrennte Bereiche auf dem Blatt erschafft. Wenn sich eure Tusche nicht so gut bewegt, gebt ihr einfach noch ein bisschen Wasser drauf und dann startet ihr einfach noch eine Runde. Helft ruhig etwas nach. Ja, bewegt das Blatt einfach hin und her, ganz frei und unbeschwert. Und wenn ihr das gemacht habt und ihr habt das Gefühl, es ist jetzt genug auf dem Papier, dann legt ihr es beiseite und lasst es trocknen. Es ist wichtig, dass ihr nach der Tusche auch noch Wasser auf das Blatt kleckst, damit die Tusche etwas verdünnt wird. Denn wir wollen auf dem Papier keine tiefschwarzen Linien haben, sondern eher Linien in verschiedenen Grautönen, mit denen wir anschließend noch umgehen können. Und hier seht ihr schon eine gewisse Vielfalt. Es gibt ein helles Grau, ein etwas dunkleres Grau und auch richtig dunkles Grau bis schwarz. Ihr könnt auch gern mehrere solcher Blätter anfertigen. Dann habt ihr eine kleine Auswahl und könnt euch das aussuchen, was euch jetzt am meisten anspricht. Nachdem ich euch jetzt gezeigt habe, wie ihr die Klecksstrukturen auf dem Papier erzeugt, mache ich mit meinem großen Blatt weiter. Das entstand vor etwa 4 Jahren, als ich einen Malworkshop gegeben habe. Da habe ich diese Vorgehensweise gezeigt und einfach ein bisschen mitgekleckst. Und das Blatt hatte ich danach lange Zeit immer bei mir. Und eines Tages hatte ich das Gefühl, ich würde jetzt sehr gern daran weitermachen. Und weiter geht's jetzt mit Buntstiften. Ich nutze in diesem Video die Progresso Buntstifte. Das sind Vollminen-Buntstifte. Die mag ich sehr, von der Firma Koh-i-Noor. Und nun beginne ich damit, die Räume zwischen den Tuschelinien mit Farben zu füllen. Und zwar arbeite ich mit Farbverläufen. Ja, ihr seht das hier. Ich beginne in einem Feld, meist mit einer Farbe, und arbeite mich dann zu einer zweiten oder auch sogar zu einer dritten Farbe vor. Das mit den Farbverläufen erfordert möglicherweise erstmal ein Herantasten oder etwas Übung, denn mit Buntstiften ist es nicht so einfach wie mit, sagen wir, Aquarellfarben, Farbverläufe zu erschaffen. Die Farbverläufe entstehen hierbei dadurch, dass wir Farben entweder aufeinander zubewegen,
Ja, und dann mit beiden Stiften abwechselnd immer ineinander zeichnen. Oder indem wir eine Farbe erstmal auftragen und dann mit der zweiten Farbe draufgehen und diese dann ausklingen lassen, sodass die darunterliegende Farbe immer mehr zum Vorschein kommt. Das macht sehr viel Spaß und ist eine äußerst entspannende Tätigkeit, wenn man sich die Zeit und den Raum dafür nimmt. Ja, vor allem in meinem Format war das auch fast ein Stück wie eine Weltreise durch die Farbenwelten. Weiter geht's mit Feinlinern oder Pigmentlinern. Ich nutze die von Staedtler sehr gerne oder die Pitt Artist Pens in verschiedenen Stärken. Ja, und dann gibt es von den Pitt Artist Pens auch noch weiße Tuschestifte, die sind wirklich super geeignet, um auf den schwarzen Bereichen zu zeichnen. Ja, diese Werkzeuge nutzen wir jetzt, um die Tuschelinien, um die in Etappe 1 angefertigten Strukturen zu verzieren. Und hierbei sind schwarze und weiße Stifte hilfreich, weil wir ja in diesen Tuschelinien dunklere Bereiche haben, also dunkelgraue Bereiche bis hin zu schwarze und auch Bereiche, die eher hellgrau sind. Und da seht ihr schon, dass ich in den dunkleren Bereichen auch gerne erstmal mit Weiß vorarbeite und dann später mit Schwarz noch Details hinzufüge oder manchmal auch mit Schwarz etwas grobere Strukturen vorzeichne und dann weiße Details einfüge. Oder manchmal zeichne ich auch mit einem feinen schwarzen Stift die Konturen der Kleckse nach. Ja, das könnt ihr hier sehen. Das ist auch eine sehr schöne Möglichkeit, die Abschnitte in den Linien voneinander zu trennen. So habt ihr auch wieder strukturierte Räume im großen Tuschelinienraum und könnt hier mit noch feineren Details arbeiten. Ja, ihr seht, wir arbeiten uns immer mehr vom Groben ins Feine vor. Ja, zuerst haben wir auf dem großen weißen Blatt eine Struktur erschaffen, dann haben wir die großen Räume zwischen den Tuschelinien mit Farbenwelten gefüllt und jetzt verzieren wir die Linien an sich, ja, und schenken ihnen Details. Auf diese Weise können wir uns nochmal ganz anders hinein vertiefen in die strukturgebenden Tuschelinien, denn auch diese sind ein Universum für sich. Ja, da lässt sich ganz viel machen. Wir können unglaublich viele Details hineinträumen und auf diese Weise dem Bild eine unglaublich große Detailvielfalt schenken und eine Feinheit. Ihr könnt Punkte nutzen, ja, um Strukturen zu verfeinern oder Linien, Muster. Manchmal könnt ihr auch figürlich arbeiten und hier und da ein Gesicht einweben. Ja, vor allem Kleckse, ja, die haben ja ein großes Potenzial, auch Tiere und Wesen darin zu entdecken. Und habt keine Scheu, ganz einfach zu arbeiten. Ja, es ist total in Ordnung, einfach die Kleckslinien nachzuvollziehen mit dem Stift und dann mit Streifen oder Punkten zu erfüllen. Das macht großen Spaß, ist auch sehr entspannend bis meditativ und ihr könnt euch ausprobieren und verschiedene Ornamente und Muster entdecken. Für jede der einzelnen Etappen könnt ihr euch so viel Zeit nehmen, wie ihr wollt. Allein schon die zweite Etappe kann ausgedehnt werden zu einem langen Spaziergang durch die Farbenwelten. Und auch diese dritte Etappe, die kann ihre Zeit dauern. Wie gesagt, ich habe dieses Blatt seit 4 Jahren und setze mich immer mal wieder dran. Es gab manchmal Monate, wo ich nichts dran gemacht habe. Und dann kommen auch wieder Zeiten, wo ich mehr Lust habe, dran zu kritzeln, ja, oder zu zaubern und zu spielen. Also fühlt euch ganz frei, jede dieser Etappen so lange auszudehnen, wie es für euch stimmt.
kommen wir nun zur finalen Etappe, zur 4. Ich habe noch nicht alle Tuschelinien komplett verziert, zeige euch aber dennoch schon mal, wie es weitergeht. Wenn wir dieses kreative Projekt als Analogie betrachten zum Bau eines Hauses, dann entspricht die erste Etappe mit den Tuschelinien dem Bau der Mauern, ja, der Wände des Hauses. Also wir erzeugen oder erschaffen damit Räume, die Räume des Hauses. In Etappe 2 erfüllen wir die Räume mit Buntstift-Farbverläufen. Dies entspricht für mein Empfinden, wenn wir das mit einem Hausbau vergleichen, dem Verlegen der Fußböden. Ja, also die Räume werden begehbar gemacht. Es entsteht eine Basis, auf der man sich durch den Raum bewegen kann. Der Raum bekommt durch den Fußboden auch schon ganz stark einen Charakter. Danach kommt Etappe 3, wo wir die gezogenen Wände und die Mauern gestalten. Das heißt, wir streichen die Wände oder wir bringen Tapete an den Wänden auf. Auch auf diese Weise bekommen die Räume schon viel mehr Charakter. Sie werden viel mehr zu unseren Räumen. Wir gestalten sie, so wie es uns gefällt. Und die 4. Etappe ist die, in der wir die Räume einrichten, ja, in der wir Möbel hineinstellen oder auch persönliche Dinge mit einbringen. Das heißt, Bilder an den Wänden aufhängen. Und das erwartet uns jetzt in dieser Etappe. Wir haben jetzt auf dem Papier viele Räume. Ja, die Räume zwischen den Wänden, die wir gestaltet haben, die können wir jetzt noch ganz zu unseren Räumen machen. Hierfür nutze ich bunte Papiere aller Art. Ich habe zahlreiche Blätter herumzuliegen, wo ich mit Aquarellfarben, mit Aquarelltuschen experimentiert habe. Und auf diesen Blättern befinden sich wunderschöne, interessante Farbverläufe. Aus diesen Blättern reiße ich total gern Schnipsel aus. Manche sind auch etwas strukturierter, ja, etwas detailreicher. Auch die sind super geeignet für Schnipsel. Oder manche sind auch Ton in Ton gehalten, nicht ganz so bunt. Auch die sind super geeignet. Ihr könnt auch alle anderen bunten Papiere verwenden, wie Geschenkpapier, Bastelpapiere aller Art, alte Landkarten, Fotos. Ihr könnt Sachen ausschneiden aus Katalogen oder Zeitschriften, ja, alles, was euch einfällt, was euch anspricht und was die Räume zu euren macht. Also bunte Papiere, Klebstoff und Acrylstifte. Ich nutze die One for All von der Firma Molotow, denn mit diesen können wir wunderbar auf den farbigen Papieren zeichnen und auch auf dem Buntstiftuntergrund. Und das Ganze läuft jetzt folgendermaßen ab. Ihr sucht euch irgendeinen Raum, der euch anspricht. Bei mir ist es jetzt dieser hier. Und schaut mal, ob ihr Interesse habt, in diesen Raum einen Schnipsel einzubringen. Oder etwas, das ihr ausschneidet aus einer Zeitschrift. Das kann auch ein Spruch sein oder ein Wort, ein Symbol. Ihr könnt auch mit Fotos arbeiten. Ja, Fotos mit schönen Erinnerungen, die ihr gesammelt habt. Vielleicht mögt ihr da was einkleben. Ich werde jetzt hier einen blauen Schnipsel nutzen. Und dann schaut ihr einfach, welche Größe gut in diesen Raum passt. Und dann klebt ihr den Schnipsel an der Stelle auf, die für euch passt. Macht euch keine Gedanken, wenn ihr Etappe 3 noch nicht komplett abgeschlossen habt. Das heißt, wenn noch nicht alle Tuschelinien vollständig verziert sind. Ich arbeite jetzt auch parallel. Ich denke, ich werde mich für den Rest des Werkes von einem Raum zum nächsten vorarbeiten. Und wenn die Tuschelinien noch nicht verziert sind, werde ich das einfach machen, bevor ich die Räume einrichte. Ihr könnt euch dafür so viel Zeit nehmen, wie ihr wollt. Es kann auch ein Jahreswerk sein, ja, ein Werk, wo ihr verschiedenen Zeiten des Jahres Räume auf eurem Blatt zuordnet. So, der Schnipsel klebt und jetzt kommt die Feinarbeit. Ich könnte jetzt in den Schnipsel ein Wort schreiben, das mir sehr viel bedeutet, oder eine Wortgruppe, einen Gedanken. Ich könnte ein Symbol hineinzeichnen oder ich arbeite abstrakt, ornamental, so wie ich es auch auf den Tuschelinien schon getan habe. Ich könnte auch den Raum als ein kleines Mandala betrachten und ihn auf diese Weise gestalten.
Zum Beispiel könnte das die Mitte des Raumes sein und dann verbinde ich den Schnipsel mit den Wänden, über Punktelinien zum Beispiel. Hierbei sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ihr macht einfach das, worauf ihr Lust habt und was sich in diesem Moment richtig anfühlt. Und nehmt euch Zeit. Es darf seine Zeit dauern. Ja, auch wenn das ein Kreativ-Espresso ist, heißt das nicht, dass man ganz schnell fertig sein muss. Das Schöne an den Acrylstiften ist, dass sie decken. Ja, wir können also auch mit hell auf dunkel arbeiten. Und wie schon erwähnt, es steht euch ganz frei, wie ihr die Räume in eurem Werk gestaltet. Ihr könnt auch Texte in die Räume hineinschreiben oder kleine Collagen machen. Ihr könnt kalligraphisch arbeiten und es darf auch jeder Raum anders aussehen. Es kann ein kunterbuntes Werk sein, so eine richtige Villa kunterbunt auf dem Papier. Ja, macht euch diese kleine Welt auf dem Papier, wie sie euch gefällt. Ihr könnt so ein Bild auch anfertigen, um darin eure Wünsche oder Sehnsüchte darzustellen. Mein erster Raum ist nun fertig. Widmen wir uns noch einem zweiten. Ihr müsst euer Werk auch nicht so bunt gestalten, wie ich das getan habe. Ihr könnt es mehr Ton in Ton gestalten oder auch nur in einem bestimmten Farbspektrum halten. Ihr wisst ja schon, ich mag es bunt, weil das Leben auch bunt ist. Insofern wird bei mir am Ende wahrscheinlich immer alles bunt. Ihr müsst nicht die gleichen Materialien verwenden, wie ich es getan habe. Ja, es steht euch ganz frei, welche Materialien ihr nutzt. Zum Beispiel könntet ihr in Etappe 1 statt der schwarzen Zeichentusche auch Aquarelltusche verwenden. Ja, gern auch in anderen Farben. Oder ihr nutzt andere flüssige Farben. In Etappe 2 müsst ihr keine Buntstifte nutzen. Ihr könnt auch Aquarellfarben verwenden oder Pastellkreiden oder alles andere, was euch gut gefällt und Spaß macht. Ich habe die Buntstifte einfach genutzt, weil sie alltagstauglich waren zu dem Zeitpunkt für mich. Ich war viel unterwegs und hatte meine Packung Buntstifte immer dabei. Das war einfach unkompliziert, genauso wie ich dann in Etappe 3 die Pigmentliner verwendet habe. Ja, die waren auch unkompliziert zum Mitnehmen und ich konnte überall mein Blatt ausrollen und daran arbeiten, ohne dass ich großartig Materialien mit transportieren musste. Ja, in Etappe 3 müsst ihr keine Pigmentliner verwenden. Ihr könnt alle möglichen anderen feinen Materialien verwenden. Ihr könnt auch Punkte machen mit einem Holzstäbchen oder mit Tusche und Zeichenfeder arbeiten. Und in Etappe 4 ist sowieso alles erlaubt. Ja, da könnt ihr stempeln, schnipseln, klecksen, alles, was euch einfällt. Und ihr werdet merken, dass dies ein Projekt ist, was durchaus umfangreich werden kann. Wenn ihr es jedoch kleinformatig haltet, kann es auch einfach mal ein interessantes Tagesprojekt werden oder ein Zweitagesprojekt. Jetzt wisst ihr, wie es läuft. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das für euch selber jetzt auch mal ausprobieren. Ich bin gespannt, was bei euch entsteht. Meins ist lange noch nicht fertig. Ich denke, ich werde noch viele, viele schöne Stunden damit verbringen. Und so eine schöne Zeit wünsche ich natürlich auch euch. Habt viel Freude beim Ausprobieren, beim Staunen, beim Entdecken und wir sehen uns. Macht's gut und bis bald.